Moin Leute, heute stellen wir euch das PHX Headset Archer vor, gekauft bei Begadi und los geht's. Kommen wir mal zum Lieferumfang. Wir haben uns das Headset in Tann bestellt und das ist die Verpackung, schlichter Pappkarton. Wir haben das jetzt schon zusammengebaut. Normalerweise ist es alles einzeln, das heißt ihr habt das Band einzeln, den Kopfhörer, die Ohrmuschel einzeln und noch diesen Mikrofonarm einzeln. Alles eingepackt hier in Knisterfolie, also wer darauf steht, das bestellen. Gibt Knisterfolie und Gummibärchen, super. So, das war's zum Lieferumfang 1, dafür bezahlt ihr 17,90 €. Dann haben wir noch die PDT-Einheit. Wir haben jetzt genommen die für Midland-Geräte, es gibt noch für Kenwood. Da müsst ihr aufpassen, Boafeng Funkgeräte haben normalerweise Kenwood, aber anscheinend ist der Stecker bei denen nie hundertprozentig übereinstimmt. Deswegen hat Begadi einen Hinweis hingeschrieben, dass es passieren kann, dass es mit dem Baofeng nicht funktioniert. Und dann gibt es noch einen Stecker für Motorola. Für die PDT-Einheit bezahlt ihr 13,90 € und da ist halt einfach nur die PDT-Einheit drin. Genau, das war's zum Lieferumfang. Weiter geht's. Hey Leute, denkt dran, am Ende kommt noch das Gewinnspiel und jetzt geht's erstmal weiter mit dem Video. Schauen wir uns mal die Verarbeitung an, was ihr für ca. 18 € erwarten könnt. Also was als erstes auffällt, ich weiß nicht, ob die Kamera das einfällt, also das ist jetzt hier natürlich nie entgradet oder so. Also man könnte jetzt hier noch mit einem Messer lang gehen oder mit einem Skalpell, um die ganzen Zeile zu entgraden. Die Nähte hier sind jetzt nicht unbedingt die hochwertigsten und hier, vielleicht sieht man das auf der Kamera, man denkt, dass der Kleber hier sich löst, aber es sitzt aktuell noch sehr fest. Da werden wir euch nochmal berichten, ob das sich jetzt gelöst hat und so weiter, ob wir irgendwelche Probleme haben mit dem Headset. Aber sonst, es ist sehr leicht, es lässt sich sehr gut tragen, wie wir jetzt schon rausgefunden haben. Der Mikrofonarm ist, ich sage mal, steif. Ja, er hat steif gesagt. Also er lässt sich sehr gut einstellen und ist jetzt nie, dass der schnell verrutschen kann, wie man das von manchen Headsets kennt. Ihr könnt das Headset für das linke oder das rechte Ohr nehmen. Also falls euch irgendwann mal jemand das Ohr rausgeschossen hat, also den Gehörgang beim Airsoft, könnt ihr es auf der anderen Seite nehmen. Ist vielleicht ganz praktisch. Ja, da müsst ihr einfach die Schraube hier praktisch abmachen. Tschack, dann könnt ihr schon den Mikrofonarm so rum reinmachen, Schraube wieder reindrehen. Ich hatte bei den Bewertungen gelesen, dass jemand geschrieben hat, er könnte die Schraube nicht richtig festdrehen. Ist bei unserem Modell nicht der Fall. Also ich kann das hier richtig schön festziehen, brauche nicht mal einen Schraubenzieher dazu und das funktioniert. Genau, jetzt müsst ihr natürlich noch das Klettband umkletten, dass ihr das praktisch auf der anderen Ohrseite nutzen könnt. Und so viel war es dann schon dazu. Machen wir weiter mit der PDT-Einheit. Und zwar ist das Headset kompatibel mit C-Tactical, aber nicht mit Earmore PDT-Einheiten. Wir haben hier einen NATO-Stecker, einfach reinklicksen, funktioniert super. Und wieder rausziehen. Dann haben wir hier die Taste zum Push-to-Talk. Die ist für meinen Geschmack etwas zu leicht, finde ich bei meiner Earmore-Einheit ein bisschen besser gelöst. Den Clipser hier, um es am Plattenträger festzumachen, der ist aber sehr straff gefedert. Also das sollte auf jeden Fall nicht abfallen beim Spiel. Und dann haben wir hier noch das Kabel, schön dick ummantelt, so wie es sein soll. Aber Wermutstropfen, wenn ihr das einsteckt, habt ihr den Ausgang, der ist halt praktisch gerade. Schöner wäre es gewesen, wenn der Ausgang gewinkelt wäre, weil man steckt das Funkgerät ja irgendwo in die Tasche rein und dann wird das Kabel immer so geknickt. Ist nicht so schön, aber es funktioniert trotzdem tadellos. Machen wir weiter mit dem Hören und dem Sprechverhalten vom Kopfhörer. Und los geht's, jetzt werden wir mal funken. Hallo, hallo, hörst du mich? Ja, Test, ich höre dich sehr gut. Kommen. Das ist sehr schön. Ich bin jetzt an der Küche vorne und ich verstehe dich super. Okay, sehr gut. Ich bin jetzt hinten am Spielfeldende, das heißt, Sprachverbindung ist gut, Hören ist auch gut, ich verstehe dich auch sehr, sehr gut. Bleib mal noch ein Stück dort hinten stehen. Ich gehe mal um die Küche drum rum und laufe mal unten durch den Keller. Mal gucken, ob du mich im Keller auch hörst. Das hat ja was mit der Funke zu tun, das hat ja nichts mit dem Headset zu tun, weißt du? Das allerdings wahr. Aber du kannst mal nochmal flüstern. Hörst du mich jetzt immer noch? Ich flüster.
Mama, nochmal? Hörst du mich immer noch? Ich flüster. Und jetzt reden wir normal? Hallo, hallo. Ich rede ganz normal. Okay, und jetzt tue ich mal flüstern. Hörst du mich noch? Ja, ich verstehe dich. Ja, ich verstehe dich noch super. Okay, dann Test beendet. Bitte wieder herkommen. Ende. Alles klar. Also ich bin jetzt auch durch den Keller gelaufen und es geht trotzdem. Okay, und an die Zuschauer, bitte vergesst nie ein Abo dazulassen. Dankeschön. Ende. Und natürlich ein Like, würde ich mal sagen, oder? Ist eine gute Idee. Ja, jetzt aber over and out. Kommen wir abschließend zum Fazit zu dem Headset. Also positiv ist schon mal zu erwähnen der Preis. Na, ihr bezahlt für Headset und PDT-Einheit ca. 30 €. Das ist echt super. Was auch sehr schön ist, ist der Tragekomfort. Also es stört überhaupt nicht. Es ist schön leicht, das Headset. Man kann das natürlich wechseln auf links, auf rechts, das Ohr. Es ist völlig egal, wo ihr das praktisch tragt. Es funktioniert super unterm Helm, mit einer Mütze. Auch so, es sieht so vielleicht jetzt nicht ganz so toll aus, sage ich mal. Aber es funktioniert. Und der wichtigste Punkt eigentlich bei sowas ist ja, dass man gut verständlich ist und dass man auch das Teammate im Ohr super hört. Das ist alles top. Also ich kann mich hier nicht beklagen. Ihr wisst ja, ich habe den Earmore Gehörschutz und das Headset hier steht dem im Nichts nach. Was auch ein Vorteil ist, ihr habt die Ohren frei. Das heißt, wenn hinter euch jemand redet, dann hört ihr das besser als mit dem Aktivgehörschutz. Hatte ich jetzt schon öfter, dass ich praktisch den hinter mir nicht gehört habe, wo ich meinen Gehörschutz auf hatte. Das ist hier natürlich nicht der Fall, weil Ohr ist frei. Mit dem Ohr lässt sich auch noch sehr gut hören, die Umgebungsgeräusche. Von daher top. Es ist auf jeden Fall den Preis wert. Wie es dann in einem Jahr aussieht, da halten wir euch auf dem Laufenden, ob es den Spielfeldeinsatz überlebt. Und ja, was bleibt noch anderes zu sagen, außer lasst ein kostenloses Abo da und ein Like und bis zum nächsten Video. Ciao! Und jetzt kommt noch das Gewinnspiel. Im heutigen Gewinnspiel haben wir ein PHX Slim Basic Red Dot für euch mit 4 Absehen. Batterie ist schon eingelegt. Wie könnt ihr jetzt am Gewinnspiel teilnehmen? Schreibt uns einfach eine E-Mail an tnt-germany@gmx.de und schreibt bitte rein, an welcher Waffe ihr das Red Dot gerne verbauen würdet. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich und ihr müsst eine deutsche Adresse besitzen. Der Gewinner wird per Zufall ausgelost und per E-Mail über seinen Gewinn benachrichtigt. Das Gewinnspiel endet das blenden wir euch jetzt unten ein und die Teilnahmebedingungen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ciao! Ciao!